Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind in Düsseldorf, wir haben Heimspiel, wir sind bei Roll Crab, es gibt Seafood, viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu einem neuen Video bei Big M und wir haben mal wieder Heimspiel. Wir sind in Düsseldorf, wir sind bei Roll Crab. Falls das keinem von euch sagt, es ist wirklich ein Laden, der sich schon seit langen Jahren, ich würde sogar sagen in Europa sogar, als allererstes auf diese sogenannten Seafood Balls konzentriert hat. Ich glaube, es hatte angefangen in Amsterdam, gibt es aber mittlerweile auch in Belgien, Paris und ich glaube sogar schon in Spanien und Italien. Es ist ein Franchise-Unternehmen, das tatsächlich jetzt auch in Deutschland und in meiner Heimatstadt in Düsseldorf Platz gefunden hat. Und ihr wisst, wir haben schon viele Seafood-Videos getestet, gedreht und natürlich auch Challenges bestanden. Und heute werden wir hier bei Roll Crab einmal für mich persönlich hoffentlich die größtmögliche Seafood Bowl bestellen. Dazu ist mir gleich aufgefallen, wenn man hier Platz nimmt, hat man schon diese so bekannten, ich sag mal Lätzchen, die hier schon, wie ihr seht, am Tisch liegen. Hat schon unseren ersten Knacker, auch den kennen wir schon. Und man ist hier relativ modern, man sieht es ja auch so von der Location her, wie es so eingerichtet ist. Man hat hier quasi so eine Art QR-Scan. Den würde ich sagen, scannen wir mal ab und schauen mal, was die Speisekarte so beinhaltet. Wir haben einmal Meeresfrüchte von, wie wir es eigentlich kennen, Venusmuscheln, Garnelen, Kopflos, Flusskrebs, Jakobsmuscheln, Snow Crabs, Langusten, aber tatsächlich auch Hummer und Black Tiger Garnelen. Und was mir direkt auffällt ist, es gibt auch die sogenannten Combo-Pakete, Combo 1, 2, 3, 4, jeweils auf verschiedene Personen ausgerichtet und auch anscheinend mit verschiedenen Meeresfrüchten. Also ich sag mal, die 1 bis 2 Personen ist mit 3 Meeresfrüchten nach Wahl und die 2 bis 3 Personen mit 5 Meeresfrüchten nach Wahl. 138 € max. Und dementsprechend würde ich sagen, suchen wir einfach hier einen Kellner oder einen Mitarbeiter auf, der uns möglicherweise einfach die größte mögliche Bestellung hier abnimmt. Ob das Ganze möglich ist, das werden wir jetzt sehen, aber ich glaube, da kommt das schon. Hi. Hallo. So. Ich würde gerne bei euch bestellen. Ja. Bin das erste Mal hier. Okay. Hab schon Seafood gegessen. Ja. Und habe jetzt schon gesehen, ihr habt unter anderem 13 verschiedene von diesen Seafood-Angeboten. Richtig. Aber auch diese Combo-Angebote. Genau. Das, was ich mich jetzt frage, ist, weil bei den Combo-Angeboten steht ja unter anderem, ich sag mal, von 1 bis 2 Personen. Genau. Bis hin zu 2 bis 3. Und dann 5 Meeresfrüchte vor Wahl. Ist das dann, dass man 5 von diesen dann ausgewählten Sachen kann, die ihr im Angebot Genau, habt? richtig. Also wenn du auf der Karte gehst, sagst du Ja. so, dann kannst du hier auswählen, was du halt nehmen möchtest. Ah, Beispiel, Gruppe hier kannst du 1. den Black Tiger genau oder Ja. Speckkrabbe oder den Hummer auswählen. Weil die wahrscheinlich unterschiedlich, preislich, qualitativ, okay. Genau, richtig. Genau. Was mich jetzt nur interessiert, ich habe schon relativ gut Hunger, Ja. ist es auch möglich, dass ich eine Seafood Bowl oder jetzt ich persönlich bestelle bei euch, die komplett alles beinhaltet? Kann ich machen. Geht das? Ja, klar. Das Also würde dann- alternativ hätten wir jetzt die Rollplatte gehabt. Ja. Ich werde dir so eine Art wie eine Rollplatte machen, aber Ja. die werde ich hier in den Seafood Bowl reintun. Okay, alles klar. Ja. Das heißt, Ja. dann ist von jedem Signature, ich sag mal, eins drin. 400 Gramm. 400 Gramm. Genau, Das ist auch richtig. bei euch dann immer Genau, Standard. genau. 400 Gramm alles Standard und haben wir bei dem Black Tiger, Schneckkrabbe und den Hummer und den Josekrabbe, die wiegen 600 Gramm. Okay. Ja? Dann würde ich einfach so eine, ich sag mal, Seafood Bowl bestellen, was maximal da alles drin ist, was ihr so habt. Ja. Und lass mich gerne mal überraschen. Alles klar. Soße, welche magst du? Wir haben okay. Butter Garlic, Ja. Cajun-Soße, die Pepper Lemon Ja. und die Roast-Style-Soße. Ist das, und die Szechuan. ist das quasi eine Soße, die dann da mit reinkommt? Genau, Das heißt, richtig. man muss eine wählen. Genau, also eine Soße wählst du aus, die kommt in der Tüte rein. Ja. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt schon sehr viele Seafood Bowls gegessen habe, bin ich ein Fan von der Cajun-Soße. Machen wir das so. Nicht, dass du trotzdem bringst ja die andere Soße. Genau, dann würde ich Ja? das so machen, dann würde ich die Cajun mit so als in die Bowl mitnehmen Ja. und die anderen dann einfach so gerne mal so dazu, weil ich dippe ganz gerne. Machen wir. Gerne, Alles Dankeschön. klar, dank dir. Eieieiei. Ich sag schon, es wird dreckig und mächtig, meine Lieben. Oh, wenn ich die Tüte schon sehe. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ja, das ist, würde ich mal sagen, Seafood Bowl, mein Lieben. Halleluja. Geil. Und die Cajun-Soße, ne, wahrscheinlich, Das ist ne? die Cajun-Soße und du kriegst jetzt noch alle Soßen einmal dazu. Geil, Dankeschön. So, bitteschön. Darf ich einmal so richtig so auf den Tisch, ist das erlaubt? So, ja? Darfst machen, was du willst. Ah, geil. Wir dürfen machen, was wir wollen, meine Lieben. Ihr seht, da ist unsere größte Seafood-Bestellung, die hier möglich ist. Und wir kriegen sogar noch alle Soßen geliefert. Wir haben jetzt die Cajun-Soße dazu. Und was ich ja gerne so mag, ihr seht, wie es am Dampfen ist. Wir werden hier mal alles, damit wir auch schön mal so einen Überblick bekommen, alles mal hier so richtig geil auf den Tisch verteilen. Einmal Reis. Ey, Reis. Dankeschön. Das ist unsere Butter Garlic Soße. Ja. Dann haben wir einmal die Roast-Style Soße und einmal die Szechuan Soße. Butter Garlic. Butter Garlic.
Pepper Lemon. Pepper Lemon. Raw Style und Szechuan. Okay. Ja? Alles klar. Alles klar. Ich danke dir, ne? Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere XXL Seafood Boil Bestellung und damit die größte, die wir hier bei Roll Crab machen können. Ich sehe jetzt schon die Black Tiger Garnelen, unsere Krabbe, unseren Hummer, unsere verschiedenen Muscheln und meine Lieben, ich würde sagen, Reis haben wir dabei. Wir gehen rein, einfach mal in die XXL Roll Crab Seafood Bestellung. Wir schauen mal, ob das Ganze zu schaffen ist, wie lange wir dafür brauchen, ob wir es überhaupt schaffen. Viel Spaß. Let's go. Maiskolben. Erst in die Beilagen rein. Das ist ja mittlerweile so eine Sache, die immer bei den Seafood Boils oft das als Beilagen da mit dabei ist. Ich glaube, was ich auch gesehen habe, man hat tatsächlich noch Kartoffeln mit als Beilage dabei und Würstchen. Halal-Würstchen habe ich vorher noch nie in der Seafood Boil gesehen. Deswegen wollte ich die mit euch jetzt unbedingt mal probieren. Finde ich jetzt nichts Besonderes, aber sind tatsächlich, so stehen sie auf der Speisekarte mit drauf, mit dabei. Eier, das passt wiederum dazu. Also die Kartoffeln und die Eier, die finde ich passen dazu. Muscheln von Venus bis Jakobsmuscheln. Und die Cajun-Soße, die war schon die richtige Wahl. Ich bin ein Muschelliebhaber. Also, schreibt es gerne mal rein. Aber ich muss sagen, die Muscheln sind für mich immer eines der Highlights in den Seafood Boils. Auch wenn man meistens, wie jetzt hier, mal eine kleinere auch erwischt. Aber vom Geschmack her, Konsistenz habe ich überhaupt kein Problem mit. Sind die geil. Tintenfisch. Sehr, sehr geil. Der ist sehr lecker. Vor allem der Vorteil, dass der hier wirklich, ich sag mal, auch so zu essen ist, man groß nicht abmachen muss. Wir gehen mal in die erste Soße rein. Das sollte, glaube ich, die Buttersoße hier sein. Boah. Oh, kleine Limette. Schmeckt, hat natürlich auch einen fruchtigen Geschmack. Mal in die nächste rein. Können das eigentlich mit dem Tintenfisch jetzt erstmal machen. Oh, bisher mein Favorite. Boah, ein bisschen spicy, das wird auch mit angegeben. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Soßen welche, da müssen wir gleich nochmal nachfragen. Ist aber vielleicht auch ganz gut, kann ich euch meine Favorites jetzt erstmal objektiv sagen, bevor ich gleich nochmal weiß, welche ist. Ja, okay. Ich muss sagen, die schmecken teilweise sehr ähnlich, haben gar nicht so einen krassen Unterschied. Die sieht von der Konsistenz nochmal aus. Oh. Boah, das macht es mir schwer gerade. Das macht es mir richtig schwer gehabt mit den Soßen. Selbst mit dem Ei hier. Aber ich glaube, das war schon mit meine Favorite gerade. Muss uns noch mal kurz erklären lassen, welche gerade war. Welche war das nochmal? Das ist der Raw Style. Raw Style? Genau, da haben wir alle Soßen in eine Soße gemixt. Okay, deswegen war das, glaube ich, meine beste. Und das ist der Buttergarlic. Buttergarlic. Genau. Dann war das doch so, Dankeschön, dann war das doch so, ich habe gerade nochmal erfahren, Buttergarlic war die hier, die so einen wirklich für mich außergewöhnlichen Geschmack hatte an sich. Sehr butterlastig. Und die letzte Soße, wo ich machte, oh, die hat mich aber am meisten gepuncht, ist ein Mix aus allen Soßen nochmal zusammen. Also die hat mich jetzt wirklich gerade nochmal so ein bisschen am meisten gecatcht. Deswegen wahrscheinlich auch die Konsistenz, oh ja, sehr ölig, sehr butterig. Oh. Und man kann auch noch schon verschiedene Schärfe gerade wählen. Meine Lieben, dazu haben wir ordentlich ein bisschen Reis dazu, den wir hier noch so ein bisschen als Beilage mit da bekommen haben. Und auch den kann ich mir richtig schön vorstellen. Vor allem mit so einem schönen, wie gesagt, Dip von allen Soßen, die man noch hier drüber machen kann. Ich bin mal gespannt, ihr könnt es gerne jetzt schon mal in den Chat schreiben, was diese XXL-Platte kostet. Ich weiß es nämlich noch nicht, wenn alles drauf ist. Aber meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach und nach rein, fangen mit den ersten Black Tiger Garnelen an, nehmen uns den Kopf ab. Und sehen auf jeden Fall, dass hier ordentlich Fleisch mit da drauf ist. Nicht nur Schale, sondern auch ordentlich Fleisch mit Soße. Und ich weiß, warum ich mir sowas immer mit zuletzt aufbewahre. Meine Lieben, Black Tiger Garnelen, bisher mein Favorite. Aber wir kommen auch noch zu Hummer und Co. Erstmal gönnen wir uns ein bisschen und versuchen, dass der Tisch ein bisschen sauberer und vor allem leerer wird. Also meine Lieben, 10 Minuten on the clock und letztens, falls ihr euch erinnern könnt, hatten wir ja, deswegen ist das für mich jetzt wieder ganz witzig, die größten Königskrabben
Beine der Welt. Und jetzt haben wir sie hier quasi wieder in Normalgröße. Da sieht man einfach mal das Verhältnis, wie groß wir sie letztens hatten. Und da finde ich jetzt wieder das Verhältnis dazu zuletzt mal einfach geil, wenn sie größer sind. Denn dann ist das Poolen definitiv einfacher gewesen, auch wenn das Knacken größer war. Aber man hat natürlich beim Endergebnis viel mehr Fleisch gehabt. Das muss man schon sagen, dass gerade bei den kleinen Sachen hier dann doch schon, gerade bei der Snow Crab, relativ überschaubar. Aber auch hier machen wir wieder was. So, tipp, knipp, knack ab. Damit die, ich sag mal, Königskrabbe auch schon zur Weise ein bisschen durch. Und das hier, wie ihr euch erinnern könnt, ist kein Plastik, wie uns erklärt wurde, sondern Knochen. Weg damit. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Hummer rein, denn der interessiert mich natürlich jetzt genauso wie euch. Haben wir den Kopf, haben wir die Scheren, haben wir den Körper und die Beine. Machen wir mal die Scheren vom Hummer zusammen auf. Das hat ordentlich geknackt. Und das haben wir auch ordentlich unser Fleisch hier drauf. Besser hätten wir sie gar nicht rausholen können. Schaut mal hier. Unser ganzes Fleisch von der Hummerkrabbe. Auch hier wieder schön in die Soße rein. Oh. Ja, ich habe es in den vergangenen Videos schon immer wieder erwähnt. Der Hummer ist und bleibt für mich einfach das vom Fleisch her angenehmste und wirklich auch qualitativ hochwertigste, was ich da geschmacklich und vom Essen her mitnehmen kann. Also wenn euch hier ihr quasi mal die Möglichkeit habt, so eine Seafood Bowl zu bestellen, ihr mal hinkommt, ja, es kostet dementsprechend natürlich ein bisschen mehr, wenn der Hummer dabei ist, aber wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu probieren, macht es. Danach kann man sagen, lohnt sich nicht, aber ich glaube wenigstens einmal, sollte das Ganze schon mal zu probieren sein, weil es schmeckt schon sehr außergewöhnlich. Man kann es auch mit dem Geschmack kaum vergleichen. Ich sage es auch immer ganz gerne, es ist so ähnlich wie beim Wagyu-Fleisch. Ne? Das ist einfach eine Art, die man schwer beschreiben kann, weil es einfach nichts Ähnliches gibt, womit man das vergleichen an Fleisch kann. Aber Hummer ist schon was Feines, meine Lieben. Dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen mit unserem kleinen Schlemmerlein, schneiden wir uns noch so schön unseren kleinen Hummerschwanz hier auf. So, und damit haben wir eigentlich schon fast, für mich persönlich, mein Highlight von der ganzen Platte. Und haben damit einmal unseren geilen Hummerschwanz. Oh. Das mit der Butter hier, Halleluja. Oh, mein Lieben, wir gehen weiter rein da. Also meine Lieben, 20 Minuten on the clock und wir nähern uns so langsam unseren nächsten kleinen Highlights. Denn ich würde sagen, nachdem ich gerade den Hummer mit euch zelebriert, gefeiert und mit bisher als besten gefunden habe, gehen wir jetzt gleich mal rein, würde ich zusammen in die Krabbe. Die haben wir nämlich auch noch über. Solange poolen wir uns hier so nach und nach unsere nächsten Highlights zusammen raus. Nehmen noch ein paar Jakobsmuscheln mit. Den Reis, wo wir hier und da so richtig schön mit in die Soße auf den Tisch nehmen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Krabbe rein. Die haben wir ja tatsächlich auch das ein oder andere Mal jetzt schon in einem anderen Seafood-Restaurant das erste Mal testen dürfen. Versuchen euch jetzt hier mal zu schauen, was so in unserem, in unserer Krabben-Schere drin ist. Denkt mal auch so viel, wie man es auch hier sieht, mit Kindern und sowas alles, könnte man auch hier so richtig Spaß haben. Wir würden auch mal so richtig Spaß an Seafood essen und an der einen oder anderen Krabbe haben. Da haben wir unser Krabbenfleisch innen drin. Auch das sieht definitiv ordentlich aus. Mal probieren. Ist okay. Ist jetzt kein Vergleich für mich zum Hummer, muss ich sagen. Schmeckt aber auch ganz gut. Aber da würde ich den Hummer tatsächlich bevorzugen. Vor allem müsst ihr hier bei der Krabbe wirklich aufpassen, dass er da nicht noch nachher die spitzen Sachen oder die ganze Schale mitnimmt. Weil die doch schon mal ein bisschen anders wieder rauszunehmen ist. Aber wenn man darauf achtet, kriegt man auch hier alles sehr gut raus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was wir sonst noch hier so drin haben. Ich würde sagen, wir knacken mal. Denn dann kann ich euch auch mal so das Innere von der Krabbe zeigen. Vielleicht den Panzer komplett aus, wenn wir das schaffen. Weil meistens ist nämlich hier, damit ihr das auch seht, in der Krabbe hier oben groß nämlich nichts drin. Bis auf hier oben ist immer das Innere, die Innereien, die man hat, die aber glitschig sind. Die jetzt in dem Fall, wie ihr es seht, hier weniger
zum Essen sind, sondern tatsächlich dann wirklich nachher hier in den Beinen, wenn wir sie hier wieder abmachen, hier aufschneiden und dann auch hier wieder mit unserer kleinen, feinen Zange. Meine Mutter hat gerade auch Essen bekommen, meine Lieben, eine kleine Seafood Bowl mit Süßkartoffelpommes, auch die kann man hier bestellen. Das nächste Fleisch von unserer Crab, beziehungsweise von unserem Krebs. Und auch da geben wir mal hier wieder schön die Soße rein. Ich finde die Poulei gar nicht so schlimm, gar nicht so verkehrt, wie jetzt auch bei so einer Rotgarnele. Muss euch aber auch zustimmen, aber kann jedem verstehen, der sagt, das ist mir so ein bisschen zu lästig, gerade wenn man es vielleicht auch noch nie gemacht hat, nicht so richtig weiß. Beim Hummer finde ich es ganz okay, gerade hier auch bei den Black Tiger Garnelen finde ich es ganz okay. Natürlich auch jetzt hier so bei den Garnelen oder Muscheln, aber ja, beim Krebs oder jetzt auch hier bei der Snow Crab, da kann es natürlich bei dem einen oder anderen ein bisschen lästig sein, aber eins ist gewiss und dass es definitiv schmeckt, eine Sauerei ist. Oh, aber dafür umso leckerer, ne? Also meine Lieben, 31 Minuten on the clock und auch unser Tisch wird, ich will gar nicht sagen sauberer, sondern dreckiger und dafür ein bisschen leerer. Was nicht leerer wird, ist tatsächlich das Restaurant hier. Das kann man nicht anders sagen, wird ein bisschen voller. Vielleicht oder deswegen im Hintergrund ein bisschen lauter. Aber unser Team hat jetzt auch im Hintergrund ein bisschen was bestellt. Süßkartoffelpommes und tatsächlich noch Garnelen, wie ich sehe. Was hast du? Ein Taco. Auf jeden Fall gibt es hier auch Tacos, quasi Seafood-Tacos. Die können wir hier nochmal bestellen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, denn bisher bin ich vom Laden eigentlich wirklich überzeugt, was jetzt so die Auswahl angeht. Wie gesagt, Preis kommen wir nachher noch zu. Aber gerade die Standard-Garnelen, die Muscheln, Black Tiger Garnelen und auch der Hummer ist schon was Feines. Oh, ist ja gerade, vielleicht wird auch gleich Zeit, einen neuen Handschuh anzuziehen und vor allem wieder was zu trinken. Aber wie gesagt, was ich auch cool finde, ist tatsächlich der Dip immer mal wieder mit den Soßen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch vielleicht eher auch so einen Aioli-Knoblauch-Dip bevorzugen würde. Aber probiert diese Soßen mal. Also gerade diese Mischsoße mit allem, die hat schon wirklich was. Ne? Und was, wie gesagt, der Vorteil ist, hier der Reis, den man natürlich noch hier mit Garnele, mit dem einen oder anderen Tintenfisch noch kombinieren kann. Und dann gerade hier, boah, hier vorne noch so schön in diese Cajun-Soße. Boah, das ist schon meins. Also, ich passe auf, dass ich weiterhin alle Finger bei mir behalte, denn ich glaube, das ist die größte Gefahr hier. Aber das schmeckt wirklich sehr lecker. Ihr seht, man kann auf jeden Fall sehr entspannt, sehr lange hier essen. Wir sind jetzt schon 45 Minuten knapp dabei und ihr seht, hier und da fällt tatsächlich schon das eine oder andere auf dem Tisch, was jetzt gar nicht mehr noch so mit auf den Schalen, auf den Muscheln mit teilweise drauf ist, sondern dann kann man wirklich, wie ich es vorhin euch die ganze Zeit gezeigt habe, hier und da echt ganz geil den Reis mit aufdippen. Die eine oder andere Muscheln sind dann teilweise schon offen, teilweise sogar noch geschlossen. Also die Muscheln finde ich wirklich sehr, sehr lecker hier. Da habe ich weiterhin dabei, weil die kann man super zwischendurch snacken. Die ein oder anderen Garnelen lassen sich super poolen, sind aber teilweise auch schon fast ohne Schale, also wie jetzt die hier. Das wird geil. Aber ein Highlight haben wir noch, die Black Tiger Garnelen gleich. Von denen hier bin ich tatsächlich, ich glaube, das sind diese Art Flusskrebse, gar nicht so der Fan von. Weil da muss man sehr viel poolen und da ist im Verhältnismäßig dann sehr wenig drin. Also die kann ich tatsächlich hier so mit als einer der wenigen Sachen gar nicht empfehlen. Ich habe tatsächlich gerade noch mal auch so eine Wurst gehabt. So eine Halal-Wurst, sage ich mal. Also so wirklich eine Wurst mit dabei. Aber weiterhin bleibe ich Fan, natürlich auch von den Garnelen. Probieren wir nochmal vielleicht die mit einem anderen Dip. Ihr seht, eine sehr, sehr ölige, buttrige Angelegenheit. Oh. Aber dafür auch geschmacklich echt ein Highlight. Ne? Also die Soßen, wow, die müsst ihr dazu holen. Da bin ich gleich schon wieder so auf den Geschmack gekommen. Und wir nehmen uns mal hier nochmal so ein bisschen schön so eine Reisportion mit. Toller Geschmack, tolle Kombination. Ich glaube, wir haben auch von den Kartoffeln soweit alles durch. Wir haben jetzt auch von den Würstchen soweit alles durch. Haben jetzt noch, wie gesagt, die eine oder andere Muschel hier liegen. Die eine oder andere Garnele. Den einen oder anderen Flusskrebs. Und dann schauen wir, dass wir jetzt nach und nach das schaffen. Denn Halleluja, meine Lieben, wir nähern uns schon fast wieder so der Stunde.
Und das ist schon wieder eine Menge. Aber dafür schmeckt es auch weiterhin. Also meine Lieben, wir gehen damit in unser letztes Highlight. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, mal abgesehen jetzt von dem Hummer, ist es tatsächlich auch mein Highlight hier gewesen, weil es das mit Abstand größte hier gewesen ist, was man poolt, wo man aber auch gleichzeitig dann am Ende, wenn man einmal durch ist, das beste Resultat meiner Meinung nach rausbekommt. Und das sind tatsächlich die Garnelen, Black Tiger Garnelen, die einfach hier, boah Leute, wo man dann einfach, falls ihr es hier sehen könnt, noch den Darm mit dabei hat. Also wen das interessiert, Darm ist noch teilweise mit dabei, wie ich ihn jetzt hier so sehe. Wenn man das jetzt überlegt, dass das hier alles pures Fleisch ist, was jetzt hier quasi rausgekommen ist, schaut euch das Ding mal an. Pures Fleisch, nichts mehr groß an Schale dran, beziehungsweise gar nichts. Es gibt ja tatsächlich die einen oder anderen, die essen das ganz gerne mit Schale, oder schreibt es gerne mal rein, ob ihr der Fan seid. Habe ich schon gehört, die einen oder anderen essen Garnele mit Schale. Die Soße ist hier schon ein bisschen fester geworden, das heißt, wir müssen sie noch mal ein bisschen umrühren, aber da müssen wir noch mal ordentlich reingehen. Boah. Buttersoße. Ja, aber bleibt dabei, auch in einer knappen Stunde bleibt das mein Favorite. Und einfach massiv Fleisch. Dann haben wir unsere Garnele auch weg. Nehmen uns noch unser letztes Reisstück, was noch hier ist. Auch damit nochmal in die Soße. Ziehen uns damit schon mal vorsichtig, ich sag mal, die Handschuhe aus. Oh, und stoppen, boah, nach fast einer Stunde oder knapp vor einer Stunde mit der größten Seafood Boil, die man hier bei Rogue Crab präsentieren, bestellen und essen kann. Und meine Lieben, eins kann ich euch sagen, das macht durstig. Durstig, schmackhaft, lecker. Chef hat auch gerade gefragt, es war sehr lecker. Also kann ich nicht anders sagen, war sehr lecker. Ich sag mal, meine wirklich Signature ist jetzt bei euch oder bei dir. Muss ich wirklich sagen, war der Hummer. Allen voran die Black Tiger Garnelen. Weil du hast erstens dann 2 Stück da drauf, worauf man sich freuen kann. Das heißt, selbst wenn man das teilt, quasi hat jeder einen, sage ich mal. Ne, gerade bei so einer großen Platte. Mega viel Fleisch dran. Und ansonsten muss ich sagen, alles, was so mit Muscheln, Garnelen zu tun hat, war für mich auch noch so ein geiles Highlight-Ding. Und dann mit der Cajun-Soße. Ne? Also war wirklich lecker. Bei den Flusskrebsen hier und da ist dann das verhältnismäßig, wo ich sage, da muss ich schon eher wieder ein bisschen auskennen, genau wie bei Snow Crab, damit du weißt, was du da poolen musst, ne, um das rauszuholen. Aber ansonsten, die ersten Sachen waren so meine Favorites. War sehr, sehr lecker, war sehr, sehr viel. Und ich hoffe, was ja hier nie fehlen darf, dass ihr auch einen kleinen Nachtisch habt. Sehr gerne. Also meine Lieben, ihr habt es gehört, einen kleinen Nachtisch, auch den bestellen wir mal. Und dann schauen wir, was Rogue Crab neben der, ich sag mal, größten Seafood Boil, die wir jetzt wahrscheinlich in Düsseldorf haben, zu bieten hat. Wie gesagt, einmalig stand jetzt in Deutschland, in Zukunft vielleicht auch in eurer Stadt. Schreibt es gerne rein, was euer Favorite wäre. Und wir schauen jetzt mal, was unser Favorite von den Dessert wird. Ei, oh. Aus einem goldenen Löffel. Aus einem goldenen Löffel. Dankeschön. Und damit hat man uns auch hier überrascht. Ich glaube, es ist tatsächlich das einzige Dessert, was auf der Speisekarte vorhanden ist, wurde mir gesagt. Ein Oreo Cheesecake. Er sieht schon wirklich, er sieht wirklich geil aus. Also das hat mal nichts mit Seafood zu tun. Das hat wirklich was auch mit, ich sag mal, schönem Auge zu tun. Während die Seafood Boil, wie ich ganz gerne sage, dreckig und mächtig war und erfahren habe, dass die 268 € kostet. Circa 5 Kilo ungefähr wiegt. Plus, minus, ne, ist ja je nachdem ein bisschen Auge, aber 268 €, da ist dann einmal alles drin, was wir gerade hatten. Schreibt es gerne rein, was ihr zum Preis sagt. Ich muss ehrlicherweise sagen, viele haben es im Livestream schon geschrieben. Daumen hoch, absolut gerechtfertigter und ordentlicher Preis. Für Hummer etc. pp, alles, was da drin war. Jetzt schauen wir, ob auch der Cheesecake gerecht wird. Nicht nur fürs Auge, sondern geschmacklich. Probieren wir erstmal so. Oh. Oh, toll. Oh. Normalerweise bin ich gar kein Cheesecake-Fan, aber hier dominieren so krass die Oreo-Stücke, dass hier gerade jeder Oreo-Liebhaber, glaube ich, gerade auf Wolke 7 schwebt. Oh, meine Lieben. Der Cheesecake ist toll. Mit ein bisschen, ich würde sogar sagen, so ein Biskuitboden unten dazu.
Sahne, Erdbeere, Schokosoße sogar noch hier. Meine Lieben, was soll man dazu noch sagen, außer dass ich wirklich sagen muss, für die Platte, wir haben schon ordentlich Seafood gegessen, war das ein ordentlicher Verkauf hier. Also Row Crab Düsseldorf, Halleluja. Ich denke mal, da kann der ein oder andere sich wirklich drauf freuen, wenn das in Zukunft auch in eurer Stadt ist. Schreibt es gerne mal rein, wo ihr das gerne haben würdet. Denn wie gesagt, Düsseldorf stand jetzt von Row Crab die einzigen, die das machen. Aber wie gesagt, Amsterdam, Belgien, Frankreich etc. pp. gibt es das Ganze schon. Vielleicht auch in Zukunft in eurer Stadt. Mir hat es gut geschmeckt. Preis, wie gesagt, ist hier und da von den meisten gerechtfertigt gewesen, die es schon im Livestream geschrieben haben. Wir sind raus. Hat mir sehr gut gefallen. Alles geschafft. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Mit dem Oreo-Keks. Mit dem Oreo-Cheesecake. Ciao, ciao.